Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Ich helfe dir dabei, Deutsch zu lernen. Viele haben mich gefragt, Conny, wie schreibt man einen Brief? Und ihr habt recht, Briefschreiben ist wirklich ein bisschen schwierig. Deshalb wiederholen wir gemeinsam die wichtigsten Teile von einem Brief. Und am Ende zeige ich euch ein oder zwei Beispiele, wie man einen guten Brief schreiben kann. Viel Spaß! Ein Brief besteht aus 3 wichtigen Teilen. Einmal ist es die Einleitung, dann ist es der Hauptteil und am Ende der Schluss. Schauen wir uns zuerst den Aufbau oder die Form an. Oben auf dem Brief haben wir den Briefkopf. In den Briefkopf schreiben wir zuerst den Absender. Das bin ich, die Person, die den Brief verfasst oder schreibt. Zum Beispiel Manuela Winter, Berliner Straße 3, 60313, Frankfurt. Ich kann auch meine Kontaktdaten angeben, wie zum Beispiel meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Nach dem Absender folgt der Empfänger. Empfangen bedeutet auch bekommen, also ist es die Angabe der Person, die den Brief bekommt. Zum Beispiel Konstanze K., Frankfurter Straße 5, 10965, Berlin. Ebenso wichtig ist die Angabe von dem Ort und dem Datum, an dem der Brief verfasst oder geschrieben wurde. Zum Beispiel Berlin, man kann auch schreiben den 1.10.2019. Wichtig ist es zuerst den Tag zu schreiben, dann den Monat und dann am Schluss das Jahr. Als nächstes folgt der Betreff. Das bedeutet, dass ich den Grund schreibe, weshalb ich den Brief verfasse. Es ist ähnlich wie ein Titel, zum Beispiel Kündigung des Handyvertrages oder Einladung zum Geburtstag. Nun kommen wir zur Anrede. Hier ist es wichtig, dass ich die Angabe genau lese, um zu verstehen, ob ich einen formellen oder informellen Brief schreibe. Also ebenso das Sie oder das Du verwenden muss. Einen formellen Brief, also die Form Sie, benutze ich, wenn ich den Brief der Polizei, dem Amt, einer Firma oder irgendeiner Person schreiben muss, zu der ich höflich sein muss. Ich beginne den Brief immer mit sehr geehrte für eine Frau, sehr geehrter für einen Herrn. Und wenn mir der Name unbekannt ist, dann schreibe ich einfach sehr geehrte Damen und Herren. Das Gegenteil von einem formellen Brief ist ein informeller Brief. Hier benutze ich die Form du und diese Art von Brief schreibe ich an Personen, die mir bekannt sind. Zum Beispiel an einen Freund oder eine Freundin. Hier verwende ich die Anrede Liebe für eine Frau und danach schreibe ich einen Namen wie zum Beispiel Lisa, Laura, Lena, Konstanze und so weiter. Lieber verwende ich wiederum für einen Mann. Zum Beispiel lieber Frank, lieber Jan, lieber Mohammed und so weiter. Kommen wir nun zu den 3 größten und schwierigsten Teilen. Die Einleitung ist der erste Satz. Beispielsweise, wenn ich einer Freundin schreibe, kann ich Wie geht es dir? Ich hoffe gut schreiben. Im Hauptteil muss ich einige Sätze zu jedem Punkt aus der Aufgabe schreiben. Wenn ich Punkte weglasse, könnte ich Minuspunkte bekommen. Also Vorsicht!
Am Ende eines Briefes sollte ich einen abschließenden oder finalen Satz schreiben. Das ist der Schluss. Zum Beispiel: Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Bei der Grußformel gibt es ebenso Unterschiede. Bei einem formellen Brief, also der Form Sie, schreibe ich mit freundlichen Grüßen. Bei einem informellen Brief, also der Form Du an einen Freund oder einen Bekannten, schreibe ich viele Grüße, liebe Grüße oder herzliche Grüße. Ganz am Ende schreibe ich noch meinen Namen als Unterschrift. Hier mein Name Konstanze. Okay, die einzelnen Teile sind klar. Und jetzt gebe ich euch 1 oder 2 Beispiele, wie ihr einen sehr guten Brief schreiben könnt. Wie gehe ich in der Prüfung vor? Als erstes muss ich eine Aufgabe auswählen, also aussuchen, zum Beispiel A oder B. Als nächstes, also Punkt Nummer 2, muss ich die Aufgabe genau lesen. Und Punkt Nummer 3, die Antwort auf dem Antwortbogen schreiben. Wichtig ist hier, bitte lernt die Antworten nicht auswendig. Man muss variieren und zeigen, was man kann. Wenn alle in dem Kurs das Gleiche schreiben, bekommt man 0 Punkte. Kommen wir zu unserer B1-Prüfung und der Aufgabe. Wir haben einen Brief. Dieser Brief lautet: Hallo, wie geht es dir? Vielen Dank für deine schöne Urlaubskarte aus England. Du hast gesagt, dass du einen Sprachkurs in London gemacht hast. Das finde ich nicht nur sehr mutig, sondern auch sehr interessant. Ich bin ein riesiger Fan des Fußballclubs FC Arsenal oder Arsenal London und möchte unbedingt auch in diese Stadt. Du könntest mir gern von deinen Erfahrungen berichten. Ist das Wetter wirklich so schlecht? Möglicherweise werde ich auch eine Reise nach England im nächsten Jahr planen und Big Ben besichtigen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald, Jan. Hier sehen wir in der Anrede, Hallo, dass es ein Freund sein muss. Auch in dem Brief schreibt Jan immer Du. Also müssen wir einen informellen Brief verfassen. In der weiteren Aufgabe steht: Antworte deinem Freund auf seinen Brief. Schreibe in dem Brief etwas zu allen 4 Leitpunkten. Überlege dir eine passende Reihenfolge der Punkte. Vergiss nicht das Datum und die Anrede und schreibe eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Die Punkte lauten: Deine Fortschritte beim Englischlernen, wo du gewohnt hast, was du über die Stadt denkst, was du in der Freizeit gemacht hast. Wichtig ist, dass ich zu allen Punkten etwas schreiben muss, sonst gibt es eine schlechte Bewertung. Die Reihenfolge 1, 2, 3, 4 oder 3, 4, 2, 1 ist völlig egal. Also gut, beginnen wir mit den wichtigsten Punkten. Absender, Empfänger, Ort und Datum. Ein Betreff ist bei einem informellen Brief, also an einen Freund, nicht notwendig. Und die Anrede. Mein Freund heißt Jan, also lieber Jan. Als nächstes folgt die Einleitung. Ich habe mich sehr über deine Antwort gefreut. Natürlich erzähle ich dir gern, was passiert ist. Nun folgt der Hauptteil. Ich schreibe mindestens einen Satz zu jedem der 4 Punkte. Ich habe in einem kleinen Zimmer in einer WG gelebt. Wie du weißt, sind die Wohnungen in London sehr teuer und ein Hotel kann ich mir leider für 4 Wochen nicht leisten. Meine Mitbewohner waren Studenten und immer sehr offen und freundlich. Obwohl wir uns nicht immer so gut verstehen konnten, haben sie sich sehr gut um mich gekümmert. Du weißt ja, dass mein Englisch nicht sehr gut ist. Trotzdem habe ich mich sehr bemüht und mein Englisch wurde immer besser. Je mehr man sprechen muss,
desto mehr lernt man. Ich kann jetzt sogar einige Witze auf Englisch erzählen. Mit meinen neuen Freunden aus der WG habe ich auch viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. In meiner Freizeit habe ich vieles gesehen, auch das Fußballstadion von London. Das kann ich dir sehr empfehlen. Komm nach London und schau es dir an, du wirst es nicht bereuen. Als ich da war, war das Wetter nicht so schlecht. Es hat nie geregnet, aber vielleicht hatte ich Glück gehabt. Und nun kommt der Schluss, also das Ende des Briefes. Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, ebenso diese wunderschöne, aber auch sehr teure Stadt zu besuchen. Liebe Grüße auch an die Familie Konstanze. Wäre diese Aufgabe kein Brief, sondern eine E-Mail, die ich manchmal auch in einer Prüfung schreiben muss, so brauche ich zwar einen Betreff, also einen Grund, warum ich schreibe, einen Absender, Empfänger, Ort und Datum, benutze oder verwende ich jedoch nicht. Der Brief oder die E-Mail, die wir hier zusammen geschrieben haben, hat insgesamt Wörter. Bitte achtet in der Aufgabenstellung darauf, wie viele Wörter ihr schreiben solltet. Bei zu wenigen Wörtern gibt es Abzüge. Zu viele Wörter bedeuten oft auch mehr Fehler. Orientiert euch also ungefähr an der Wortzahl, die in der Prüfung verlangt wird. Hat dir mein Video gefallen? Dann hinterlass mir eine positive Bewertung. Abonniere meinen Kanal. Besuche mich auf Instagram oder meiner Webseite und wenn du möchtest, dann kannst du mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.